hello, 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 and an amazing good morning. Hallo, hallo, hallo und einen herrlichen guten Morgen. And Paul says in verse 10, Paulus sagt in Vers 10, which has become one of the very favorite verses to me. was einer meiner Lieblingsverse geworden ist. And I continually long to know the wonders of Jesus. Und ich sehne mich ständig danach, die Wunder Jesu kennenzulernen. And to experience the overflowing power of his resurrection working in me. Und die überströmende Kraft seiner Auferstehung in mir zu erleben. There was such a huge and deep cry in the heart of the Apostle Paul. Im Herzen des Apostel Paulus war so ein enormer und tiefer Schrei, To always really desperately know Jesus better. Jesus wirklich immer besser kennenzulernen. Look, he says, and I continually long. He had a deep longing. Er sagt, ich sehne mich ständig. Er hatte also ein tiefes Verlangen. And remember, the word know again means to experience. Und denk dran, das Wort kennen bedeutet zu erleben. To him, the guy who did everything right to be righteous for God, only to find out that he wasn't righteous before God. Für den Mann, der alles tat, um vor Gott gerecht zu sein, nur um dann herauszufinden, dass er es nicht war, This must have been a shock. muss das ein Schock gewesen sein. Think about it. Überleg mal, Why did Paul live such a strict and disciplined life? warum hatte Paulus so ein strenges und diszipliniertes Leben geführt? To be right before God. Um vor Gott gerecht zu sein. So this guy sacrificed. This guy lived a very difficult life. Dieser Mann opferte und führte ein sehr kompliziertes Leben. And one day God says to him, sorry, Paul, none of these things that you did made you right before me. Und eines Tages sagt Gott zu ihm, sorry Paulus, nichts davon macht dich vor mir gerecht. This must have been a shock. Das muss ein Schock gewesen sein. But then God said to him, Aber dann sagte Gott zu ihm, I know you've always wanted to be righteous before me. I'll tell you how you can become righteous. ich weiß, dass du schon immer gerecht vor mir sein wolltest und ich sage dir, wie du es werden kannst. Doing nothing, believing right. Nichts tun, das richtige Glauben. This must have been a shock to the guy who did so much to be right. Das muss auch ein Schock für ihn gewesen sein, der so viel tat, um gerecht zu sein. So God, my whole life I did so many things to be righteous and you say I'm not righteous? Gott, so viele Jahre habe ich all diese Dinge gemacht, um gerecht zu sein und du sagst, ich bin es nicht? And now you're telling me that the only thing I have to do believe that Jesus did it all? Und jetzt sagst du mir, das Einzige, was ich tun muss, ist zu glauben, dass Jesus alles bereits getan hat? No, God, it can't be that simple. Nein, Gott, so einfach kann das nicht sein. But Paul grasped in his heart that it is this simple. Doch Paulus ergriff in seinem Herzen, dass es so einfach ist. That's why Paul preached Jesus and only Jesus. Deshalb predigte Paulus Jesus und Jesus allein. That's why the guy who did everything to have righteousness in his life and found out that he didn't, Deshalb ließ der Mann, der alles tat, um gerecht zu sein und dann feststellte, dass er es nicht war and now he found how to get it, und dann herausfand, wie er es werden konnte, he was not going to let Jesus go. er ließ Jesus nicht mehr los. He says, I continually have this deep longing to know the wonders of Jesus Er sagt, und ich sehne mich ständig danach, die Wunder Jesu kennenzulernen and to experience the overflowing power of his resurrection working in me. und die überströmende Kraft seiner Auferstehung in mir zu erleben. He did everything to experience what he really wanted to experience but never got it. Er tat alles, um das zu erleben, was er schon die ganze Zeit erleben wollte, aber nie erhalten hatte. And after years of strive, of sacrifice, of giving everything, Und nach Jahren der Anstrengung, der Aufopferung und des Verzichts having to find out that it's worth nothing, und nachdem er herausfinden musste, dass das alles nichts wert war, suddenly Jesus says, sagt Jesus plötzlich, I'm going to give it to you as a free gift. ich möchte es dir umsonst als Geschenk geben. No wonder Paul longed for Jesus. Kein Wunder, dass Paulus ein Verlangen nach Jesus hatte. Think about it this way. Betrachte es mal von dieser Seite. I'm going to paint a natural picture for you to understand. Ich werde dir ein weltliches Bild geben, damit du es verstehst. You have a desire to be a millionaire. Du hast das Verlangen, ein Millionär zu sein. So now you've been working for 20 years of your life. 20 Jahre deines Lebens hast du gearbeitet. Worked extremely hard. Extrem hart gearbeitet. Disciplined yourself more than any other person around you. Hast dich mehr diszipliniert als alle um dich herum. And after 20 years of sacrificing everything and living a ridiculously disciplined life, Und nach 20 Jahren der Aufopferung und eines extrem disziplinierten Lebens you find out that all the money you've earned is actually worthless. findest du heraus, dass alles Geld, was du verdient hast, in Wirklichkeit wertlos ist. And then
a very, very wealthy billionaire comes Und dann kommt ein sehr reicher Milliardär and says to you, und sagt zu dir, if you throw everything away that you've achieved, wenn du alles wegwirfst, was du erreicht hast, you can have my billions for free. kannst du meine Milliarden gratis haben. No, that's too good to be true. Nein, das ist zu gut, um wahr zu sein. That's true. The gospel means a message too good to be true. Stimmt, Evangelium heißt eine Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. You know, and many people don't want the simple truth of the new covenant. Viele Leute wollen die einfache Wahrheit des neuen Bundes nicht. Reinhard, I have to do something. Also Reinhard, ich muss doch etwas tun. Come on, it's too simple. Komm schon, das ist zu einfach. Let me add a little bit. Ich möchte etwas dazu tun. You can add nothing to the righteousness that comes from God through Jesus Christ. Du kannst der Gerechtigkeit von Gott, die durch Jesus Christus kommt, nichts hinzufügen. Once you understand that, Sobald du das verstehst, you want to constantly experience Jesus more like Paul did. wirst du Jesus ständig mehr erleben wollen, so wie Paulus. Once you understand 20 years you've worked as hard as you could and could never achieve anything. Everything you earned is worthless. Sobald du merkst, dass du 20 Jahre so hart gearbeitet hast, wie du konntest, aber nichts erreicht hast, sondern alles, was du dir verdient hast, wertlos ist. And the guy comes and gives you his billions for free. All you have to do is trust him. Und dann kommt ein Mann, der dir seine Milliarden umsonst geben will. Du musst ihm nur vertrauen. The natural reaction will be, man, I want to know this guy. Dann wird die natürliche Reaktion sein, wow, diesen Mann will ich kennenlernen. I really want to experience this guy. Ich will ihn wirklich erleben. You will not despise this person. Du wirst diese Person nicht verachten, You will be deeply grateful. sondern zutiefst dankbar sein. And because Paul understood this, his life was filled with gratefulness. Weil Paulus das verstand, war sein Leben gefüllt von Dankbarkeit. And he says, man, do I long to know him better? Und er sagte, Mann, ich sehne mich danach, ihn besser zu kennen. I long to know the wonders of his beautiful work better. Ich sehne mich danach, die Wunder seines herrlichen Werkes besser kennenzulernen. I can have the power of his resurrection. Man, do I long for that. Ich kann die Kraft seiner Auferstehung haben. Mann, wie sehr sehne ich mich danach. And look what he says. Schau, was er sagt. He says, Er sagt, I will be one with him in his sufferings, become like him in his death. ich will mit ihm eins sein in seinen Leiden und ihm gleich werden in seinem Tod. See, once you truly understand everything that Jesus did for you, Sobald du wirklich alles verstehst, was Jesus für dich getan hat, once you understand that nothing that you've done has any value before God and everything Jesus did has a lot of value, sobald du verstehst, dass nichts, was du geleistet hast, irgendeinen Wert vor Gott hat, alles, was Jesus getan hat, hingegen sehr viel, you are happy to suffer for the one who's given everything for you. dann wirst du glücklich sein, für den zu leiden, der alles für dich hingegeben hat. Think about this. Denk darüber nach. Paul said Paulus sagte in Romans 8, in Römer 8, I consider that the temporary, short sufferings of this world denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit are nothing compared to the glory that awaits us. nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. See, Paul experienced the glory because the glory is God's goodness. Paulus erlebte diese Herrlichkeit, denn die Herrlichkeit ist Gottes Güte. He experienced everything I worked for was nothing and I suddenly got it for free. Er erlebte, dass alles, wofür er gearbeitet hatte, nichts war und er plötzlich alles geschenkt bekam. Are you desperately longing to live in more intimacy with Jesus? Sehnst du dich ständig danach, in mehr Intimität mit Jesus zu leben? Well, you can't have it until you let go of every single ounce of self-righteousness in your life. Du kannst sie nicht erleben, solange du nicht jedes bisschen Selbstgerechtigkeit in deinem Leben loslässt. Let's reject all sense of self-righteousness Lass uns jegliche Form der Selbstgerechtigkeit ablehnen and embrace everything Jesus did for us. und alles ergreifen, was Jesus für uns getan hat. And then tomorrow we talk more. Und morgen reden wir dann weiter.